Ja, hallo und herzlich willkommen hier beim Fazitvideo zur Permafrost-Demo. Ich dachte, ich mache das nochmal in einem extra Video, denn ihr habt es vielleicht gemerkt, bei der letzten Folge habe ich tatsächlich so ungefähr 10 Minuten weggeschnitten. Das war tatsächlich das Fazit, was ich dort schon gezogen habe. Was ich dann aber dementsprechend weggeschnitten habe, weil ich mir gedacht habe, ich mache das nochmal in einem extra Video. Und vor allem, ich mache das auch nochmal mit 1, 2 Tage Abstand, um mir das Ganze nochmal so ein bisschen durch den Kopf gehen zu lassen, was ich da jetzt erlebt habe in der Demo. Und deswegen gibt es dann nochmal ein separates Video dazu, was dieses Video hier ist. So, also, wir fangen mal kurz an mit der Demo, was dieses Spiel Permafrost eigentlich sein will und was ich da so ein bisschen mitgenommen habe. Also als erstes muss ich sagen, dass diese ganze Thematik mit dem Schnee und der Kälte und so natürlich sehr, sehr cool finde. Und das macht total Sinn, das als Hauptthematik für so ein Survival-Spiel zu nehmen, aus meiner Sicht. Und ihr seht schon, ich habe hier extra auch noch mal die Einstellung von der letzten Episode genommen, wo wir oben auf unserem Bauwerk stehen. Ihr seht schon diese Spuren im Schnee und dieser ganze Schnee, der hier drumherum ist, der hier schön dargestellt wird von der Unreal Engine 5, der ist natürlich sehr cool. Auch dieses Durchrennen da mit dem Sound und so, das macht super viel her. Das ist eine sehr, sehr coole Welt, sag ich mal, eine sehr, sehr coole Endzeitstimmung, die da geschaffen wird. Hier hinten haben wir auch nochmal ein Wrack vom Auto, was da drin steht. Dann diese Bäume, die hier komplett verschneit sind. Das ist schon eine coole Atmosphäre. Also da ist dieses Spiel sehr, sehr stark. Und diesen Punkt, was Survival Games betrifft, nämlich diesen Punkt Temperaturen, der ist auch sehr stark natürlich ausgebaut. Ihr seht hier oben rechts, wir haben hier die Kälteanzeige. Und es geht natürlich darum, sich Kleidung zu besorgen, die halt diese Kälte von einem fernhält, die halt einen überleben lässt, weil man ansonsten natürlich erfriert. Weil es gibt hier nicht nur ganz normale, sag ich mal, die ganz normale Welt mit so Minusgraden, sondern es gibt, wie ihr gesehen habt, hier auch bestimmte Orte, die dann mit so Kälte, Tiefs oder wie man sie nennen will, mit so Nebel halt eingeschränkt werden, wo es dann runtergeht auf minus 50, 60 oder sogar noch mehr Grad. Oh yeah. Ja, das heißt, das wird von den Entwicklern auch benutzt, um halt bestimmte Gegenden abzuschotten, in die man dann erst reinkommt, wenn man dann bessere Kleidung hat, also wenn man weiterentwickelt ist. Das heißt, da haben wir ein kleines Progress-System und damit kann man den Spieler so ein bisschen leiten auch. So, das Thema ist auf jeden Fall super gut für ein Survival-Spiel und ist hier auch sehr gut umgesetzt und wird auch durch die Demo verdeutlicht. Also das muss man ganz klar sagen. Aber natürlich, der Teufel steckt im Detail. Auch hier fragt man sich natürlich, wird das ganze Thema jetzt noch weiter vertieft? Zum Beispiel haben wir bei unserer Nahrung, wie dieses hier unten, zum Beispiel mit der Kartoffel, haben wir dort nachher gefrorene Nahrung, ja? Weil man muss sich eins jetzt fragen, gerade bei so einem Survival-Spiel, man hat ja bei vielen sonst die Geschichte, dass Nahrung verdirbt. So, jetzt kann man hier sagen, die Entwickler haben das hier nicht gemacht, zumindest zeigt die Demo das nicht, weil man sich sagt, ja gut, wir sind hier sowieso bei minus so und so viel Grad, die Nahrung ist ja gefroren. Wie soll die verderben? Die ist ja komplett gefroren von Tag 1 an. So, wenn man das sagt und macht, dann würde ich das aber auch gern wiedergespiegelt haben in dem Gameplay. Sprich, ich würde hier gern die Kartoffeln und die Wurzeln und alles, was ich finde, als gefroren auch dann deklariert haben und würde sie gern dann, wenn man sie kocht, erst oder besser gesagt anders. Ich würde es begrüßen, wenn man die dann so roh nicht essen kann oder falls man sie isst, dass man dann Probleme bekommt, ja, wenn man halt gefrorene Mahlzeiten isst natürlich, körperlich und dass man sie nur als verarbeitetes Lebensmittel direkt essen kann, nachdem man sie zubereitet hat. Ja, und dass auch zubereitete Lebensmittel irgendwann wieder gefrieren und so weiter und so fort. Ihr versteht, was ich meine. Also ich hätte dann gern ein weiterführendes System, weil so ist das inkonsequent. Wir haben jetzt hier Minusgrade, aber die Lebensmittel, die sind alle Normalzustand, ja, weil sie vielleicht in Jacken, Taschen oder sonst wie sind, die irgendwie gegen Kälte geschützt sind. Ja, aber dann ist wieder die Frage, warum verderben sie nicht? Keine Mahlzeiten verderben hier. Also ihr versteht, was ich meine? Da ist so eine kleine Indiskrepanz. Das heißt, da wird
würde ich mir schon mehr Detail in Richtung, wir haben hier Minustemperatur wünschen. So, und dann das Thema Wasser. Wasser wird hier gar nicht thematisiert, sondern Wasser gehört hier zur normalen Nahrung. Finde ich ein bisschen schade, denn ich würde Wasser hier tatsächlich extra machen, denn gerade mit dem ganzen Schnee und so hat man ja genau das, dass man durch den Schnee Wasser oder Schnee schmelzen kann und dann Wasser bekommt und so. Ja, dass man das auch alles hier mit einbaut und so. Das würde ich mir wünschen. Ist hier nicht in der Demo, machen sie vielleicht noch, vielleicht nicht, weiß man nicht genau. Aber da fehlt mir so ein bisschen die Details. So, und warum spreche ich das an? Weil ich denke, dass die Entwickler hier ganz klar auf den Fokus Temperatur gehen wollen, was das Überleben, was das Survival betrifft. Und dafür andere Survival-Mechaniken, die für andere Spiele wichtig sind, vernachlässigen. Zum Beispiel haben wir das Thema, wie gesagt, jetzt von der Nahrungs-, Wasser- und Dingsbeschaffung mal abgesehen, haben wir so Sachen wie Shelterbau und so überhaupt nicht wirklich, also es ist zwar mit drin, aber es ist irgendwie sehr rudimentär, sage ich jetzt mal, weil ihr habt das ja gemerkt, man findet hier enorm viel Zelte, das kann jetzt natürlich auch so ein Demo-Ding sein, aber in den Zelten kann man halt schlafen und dann, ja, läuft das halt. Da überlebt man halt, ne? Man hat in der Nacht so um die 30, 35 Grad. Jetzt mit der Kleidung kriegt man das alles hin. Warum nicht? So, dann ist ja das zweite Ding der Kampf gegen wilde Tiere, gegen Raubtiere. Das wird ja hier so ein bisschen angedeutet durch den Bär wahrscheinlich, den man da beim Bunker dann hätte treffen können, wo ich jetzt auch schon gehört habe von einigen anderen Content-Creatern und von einigen anderen Leuten, dass das sehr schwer sein soll, also dass die sich auch mit dem Kampf schwer getan haben, weiß ich nicht. Aber was mir da natürlich aufgefallen ist, gerade bei den Tieren, nicht nur bei den Wölfen und eventuell dann auch bei dem Bär, also nicht nur bei den Raubtieren, sondern auch bei den normalen Tieren, dass hier natürlich Sachen noch nicht funktionieren. Vor allem ist das Thema Pfade, also Wege. Die scheinen hier komplett noch kaputt zu sein. Das Ganze ist ja, wie gesagt, in der Unreal Engine 5. Ich habe da ja auch meine Erfahrungen in dieser Engine und ich weiß, dass da natürlich ein bisschen Polishing bedarf und alles, aber ihr habt das jetzt mitbekommen. Mein Hund, den ihr hier unten seht, der war ständig irgendwo in der Gegend rumgestanden und war gefangen. Der stuckte ständig in irgendwelchen Sachen. Hier zum Beispiel jetzt in dem Zelt, glaube ich, auch wieder, ja, oder hier unten an der Leiter und so. Dann kann er sich nicht mehr bewegen, der kommt nicht angelaufen, man kann ihn nicht rufen. Ich habe das ein paar Mal auch probiert mit der Pfeife. Dann kommen die trotzdem nicht, weil ich dachte, er spawnt dann vielleicht irgendwo anders und so. Wenn man dann weit genug weggeht, dann spawnt der nachher später, weil er halt zu weit weg ist, irgendwo in der Gegend wieder und dann kommt er angelaufen. Da hat man dann immer Angst, ist das jetzt vielleicht ein Wolf oder ist das jetzt doch mein Hund, weil man es durch den Schnee nicht richtig erkennen kann. Aber was ich damit sagen will, ist, diese ganzen Wegpfade funktionieren alle nicht. Ihr habt das mit dem Hasen gesehen. Der Hase ist wie auf Schienen da einfach so lang gegangen, weil das ist auch ein Thema, selbst wenn die Animationen da sind, dann ist das ein Thema der Wegfindung. So, dann die Hirsche, ja, da ist ein Hirsch irgendwie total hoch gesprungen, fast aufs Dach von einem Haus raufgesprungen, bei einer Folge und so weiter und so fort. Also hier funktionieren diese ganzen Wege noch nicht und diese ganze, alles, was so mit Blocken zu tun hat, scheint hier nicht zu funktionieren. Zum Thema Blocken, Alpha-Wände sind aus meiner Sicht ein schlechtes Level-Design und Game-Design. Hatten wir jetzt hier gehabt in dieser Kältefront, da komme ich gleich noch zu. Aber sollte man nicht machen, sollte man absolut nicht tun. Hatte ich hier an 2, 3 Stellen auch. Diese Alpha-Wände, hinzu kamen eben diese Wegfindungsprobleme der KI und ich selber konnte manche Wege auch nicht gehen, musste außen rumlaufen, war dann auch nicht möglich, da irgendwie drüber zu kommen oder so. So, dann natürlich diese ganzen Bugs. Ich meine, was ist hier mit dem Turm los? Wieso kann ich diesen Funkspruch nicht annehmen? Fehlt mir hier irgendein, das hatte ich die ganze Zeit im Kopf, fehlt mir hier irgendein Walkie-Talkie, also fehlt mir hier irgendeine Sendeantenne oder irgendwas. Das fand ich halt so komisch. Bau dir da mal so ein Bauwerk hin und dann empfängst du diesen Funkspruch. Mit was empfange ich hier überhaupt diese Funksprüche? Wie kriege ich die? Habe ich irgendwas dabei oder nicht? Ich weiß es nicht. Also das ist halt völlig unklar. Hier stand immer drücke R, aber es ging nichts. Keine Ahnung. Habe ich irgendwie wohl verplant oder verpasst? So, zum Thema verplant und verpasst muss ich dann auch natürlich gestehen, hier bei
bei diesem Punkt, hier hatte ich ja den Bunkerkontrollpunkt tatsächlich erreicht und euch ist vielleicht auch beim Schauen aufgefallen, mir ist es dann hinterher beim Schneiden auch aufgefallen, man kann und man soll natürlich hier in dieses Gebäude rein, was ich auch war, und kann dann hier rechts weiterlaufen. Das hatte ich nicht gesehen, da bin ich dran vorbeigelaufen und bin dann wieder raus und bin natürlich den falschen Weg gegangen. Wenn man hier natürlich weitergelaufen wäre, wäre man hier in diesen Abschnitt, wo ja hier dieser Zaun ist, reingekommen und hätte diese Bunkergeschichte machen können und hätte da wahrscheinlich auch den Bär getroffen. Wir können uns das nochmal kurz anschauen, aber ich hatte es halt nicht gesehen und bin da natürlich dran vorbeigelaufen, was aber auch nicht so schwierig oder so schlimm ist, denn zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, was ich von dem Spiel halten soll und die Demo hat mir eigentlich schon alles gezeigt, was ich so wissen muss. Von daher fand ich das jetzt nicht so schlimm. Also hier hinten kommt man ja weiter. Natürlich nicht hier durch, sondern hier hinten dann durch. Gucken wir uns gleich an. Und dann ist man natürlich in dem Bunker drin und kann da weiterlaufen. Ich bin dann noch hier rein. Wie man sieht, habe da noch ein bisschen geguckt. Mir war das auch alles zu viel mit dem Loot und so, ne? Und ja, jetzt gehen wir da gleich lang. Ich guck mal, dass ich hier das richtig erwische. Noch ein bisschen. Da. Jetzt habe ich's. Hier seht ihr es. Hier kommt man rechts hinten lang und kann hier einfach rumgehen und dann kommt man natürlich in den Bunker. So, das habe ich natürlich nicht gesehen, ja, aus irgendeinem Grund und bin dann links halt weiter und dachte, ich muss halt links rum und habe ja dann links diese Höhle gefunden. Und dann habe ich mich irgendwie bestätigt gefühlt, weil es ja hier heißt, schaffe es durch die Höhle des Bären. Da dachte ich natürlich, das ist die Höhle, wo der Bär drin ist, bin da rein und so weiter. So hat sich das dann alles natürlich aufgebaut, ne? Ist aber, wie gesagt, alles gar kein Thema. Das nehme ich dem Spiel jetzt auch nicht übel, weil ich habe es ja verbockt sozusagen und hätte mir wahrscheinlich aber auch keine andere Meinung mehr über das Spiel oder so gegeben. Ich hätte dann höchstens noch den Bärkampf gemacht und hätte da vielleicht sogar auch verloren und dann hätte ich das Ganze sowieso auch abgebrochen, wie es dann halt auch bei der Höhle gemacht habe später. Ne? Denn ich hatte zu dem Zeitpunkt, ja, knapp 4 Stunden Spielzeit in der Demo. Das reicht mir. Ich brauche keine Demo oder so durchspielen, sondern es sollte ja ein Ersteindruck sein für den Early Access, für das, was nächstes Jahr kommt. Und ich hatte alles gesehen aus meiner Sicht. Da wäre sozusagen nicht viel mehr noch dazugekommen. Ne? Außer eventuell noch mehr nicht fertige Sachen aus der Demo und noch mehr ungepolischter Kram. Ne? Ich verstehe zum Beispiel auch nicht dieses ganze Thema Ökonomie, was hier so stattfinden soll. Zum einen hat man ja hier die Händler. Es würde aus meiner Sicht viel mehr Sinn machen, dass hier ein Handel Ware gegen Ware stattfindet und dass man sich nicht mehr auf dieses alte Papiergeld irgendwie fixiert. Das ist für mich irgendwie völlig unlogisch. Und dann frage ich mich natürlich, wenn man das halt macht und man hat hier aber ständig irgendwelche Spots, wo Sachen nachspawnen. Ne? Das war ja sau oft der Fall. Also man hat ja hier diese normalen Sachen, die irgendwo rumlagen, wie Stoff oder anderes Zeug, das spawnte ja jeden Tag nach. Das heißt, jedes Mal, wenn man schlafen gegangen ist, konnte man an diesem Platz wieder hin und konnte sich diese Sachen wieder looten. Dann hat man ja eine unendliche Geldquelle sozusagen, weil man kann das Zeug ja immer wieder verkaufen. Die Händler hatten ja, ich glaube, 20.000 oder was weiß ich. Und da kann man ja sich super schnell viel Geld holen dadurch und kann dann super schnell sich aufrüsten. Das macht irgendwie aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Wenn man das jetzt machen würde mit dem Handel, dann würde das auch keinen Sinn machen, das sehe ich ein. Das heißt, dieses Respawn von Sachen, hoffe ich, ist im Early Access und im späteren Spiel nicht mehr dabei. Beziehungsweise vielleicht macht man das einstellbar, dass die Leute das ausstellen können. Weil ich will kein Survival-Spiel haben, wo Sachen ständig respawnen, wo ich immer wieder hingehen kann und mich eindecken kann. Das macht keinen Sinn. Bei diesen Behältnissen wie hier diese Truhe, da war das ja nicht der Fall. Wenn man die einmal gelootet hat, dann kam da nichts mehr nach. Aber eben bei den Spots, wo so Einzel-Items rumlagen, da war das tatsächlich der Fall. So, und dann, da muss ich jetzt auch zu dem zweiten Kritikpunkt kommen, wenn wir schon bei den Händlern sind. Dann, wenn man das so macht mit den Händlern, dann sollte man das anders regeln mit der Hose. Ihr habt vielleicht mitbekommen, ich glaube, in der Episode 6 war das, dass mir auf einmal diese eine Waffe gefehlt hatte. Ich hatte ja 2 Waffen,
gefunden und auf einmal hatte mir irgendwie diese eine Waffe gefehlt und dann dachte ich noch, habe ich die oben liegen lassen oder so? Nein, das Thema war, dass ich mir ja die andere Hose gekauft habe. Ihr könnt da hinspulen, wenn ihr den dritten Händler, wo ich den dritten Händler gefunden habe, wenn man da mit dem handelt, hat man ja diese ganzen Klamotten und da habe ich mir ja diese eine Hose gegönnt, ja. Und das Ding ist, wenn man dann seine alte Hose auszieht, dann hat die ja Taschen und in den Taschen sind Items drin. Und in dem Fall war dort eben die Waffe auch drin, die ich halt dann nicht mehr hatte. Und das Problem war halt, dass in dem Moment sozusagen, wo ich diese Hose dort abgelegt habe, war das weg. Und ich weiß nicht, ob dann die Items irgendwie in die Welt gedroppt sind oder was mit den Items war, die da in diesen Slots drin war. Keine Ahnung. Ich habe ja die Hose dann auch verkauft, ne? Die alte Hose sozusagen an den Händlern. Habe ich da die Items mitverkauft oder so? Jedenfalls war das eben der Grund, warum diese Waffe nicht mehr da war. Ja, warum diese Waffe weg war. Die wurde da entweder mitverkauft oder sie ist gedroppt irgendwie in die Welt mit den anderen Items und ich habe es nicht gemerkt, habe es nicht gesehen. Ja, das ist auch ein nicht so geiles Gameplay, Game Design, nennen wir es mal so, weil ich erwarte natürlich als Spieler, dass wenn man das dann rausnimmt und man macht das so taschenbasiert, dass die Items, die dort in den alten Taschen sind, dann in das Inventar wieder reingelegt werden, wenn dann Slots dort übrig sind. Und da waren Slots frei. Denn ich hatte ja kurz vorher gerade Sachen verkauft. Das heißt, man hätte locker diese 3, 4 Sachen, die in der Tasche von der Hose waren, hätte man dann in die Jacke oder in die anderen Ausrüstungsslots packen können, ja? Das erwarte ich einfach, ne? Und nicht, dass das dann irgendwie weggeht. Wenn die natürlich voll sind, dann ist das ja oft so, dass das gedroppt wird in die Welt. Wenn das aber passiert, und das ist bei diesem Spiel hier insbesondere so gewesen, wenn Sachen in die Welt gedroppt werden, dann muss man das auch markieren und sehr stark kenntlich machen. Und gerade in dem Spiel hier sind Items sehr schwer zu finden. Ihr habt das auch bei den Bäumen und so gemerkt, wenn man hier Bäume fällt oder irgendwelche anderen Sachen, das verschwindet alles im Schnee. Was ja an sich visualisierungstechnisch sehr schön ist, aber gameplay-technisch ist das halt für den Arsch. Das heißt, ich hätte hier gern eine Markierungsfunktion, wo ich ganz genau sehe, wo welche Sachen halt sind und die ich da dann einsammeln kann, ne? Und nicht, dass hier irgendwie was verschwindet im Schnee oder sonst wo und dann finde ich die nicht wieder. Ja, das klar, ne, das sollte dann irgendwie ja machbar sein, visualisierungstechnisch. So, aber das hat mich auch im Nachgang beim Schneiden der Videos so ein bisschen ernüchtert, wie das halt gelaufen ist mit diesem Tausch der Hosen halt und warum da auf einmal die Waffe weg war. Ne? Und so sieht man an vielen einzelnen Stellen, dass diese Demo einfach aus meiner Sicht ungepolished und ohne groß QA irgendwie auf den Markt geschmissen worden ist für eben dieses Steam Next Fest. Und da muss ich mich halt fragen, warum macht man das? Was hat das für ein Ziel? Sollte damit jetzt geguckt werden, ob genug Leute dieses Spielprinzip, dieses Konzept gut finden? Ich meine, es ist ein Survival-Spiel, ihr wisst, wie es ist, viele Leute, großer Markt. Warum soll das nicht funktionieren? Also was wollte man hiermit erreichen? Wenn das so ist, dass man die Leute so ein bisschen anfixen wollte und sagen wollte, guck mal, was wir hier für ein Spiel machen, dann hätte ich mir wirklich eine gepolischtere Version gewünscht von dem Spiel, weil es an allen Ecken und Enden sehr unfertig wirkt. Und das macht natürlich keinen guten Eindruck für vielleicht einen Early Access oder so, der dann nächstes Jahr schon stattfinden soll. Ich gehe mal davon aus, dass das in Early Access kommt und ich gehe auch davon aus, dass das vielleicht dann nächstes Jahr passiert. Vielleicht haben die Entwickler jetzt aber auch noch 1, 2 Jahre Zeit und polischen das alles und machen das dann fertig. Also, was ich damit sagen will, ist, dieses Spiel bietet als Konzept und als Idee sehr viel, ja. Also, das, was das Spiel sein will, kriegt man aus der Demo schon raus. Aber, jetzt kommt das Aber. Die Möglichkeiten und das, was im Moment die Demo sozusagen tun will, die sind halt verbuggt und die sind halt komplett spielerunfreundlich, würde ich sagen. Also von der Benutzerführung, von von dieser Wegfindungsgeschichte und so weiter und so fort. Ne? Was meine ich mit Benutzerführung? Naja, eben dieses Durchführen der Leute
Also könnte man viel besser regeln halt, ne? Ohne den Einsatz von Alpha-Wänden, ja, ohne dass man den Spieler irgendwo drastisch blockieren muss und so weiter und so fort. Also da wünsche ich mir tatsächlich, dass die Entwickler da noch einiges verbessern und nachlegen, bevor das in Early Access kommt. Wenn das in dem Status wie jetzt die Demo mit diesen Fehlern, ja, und mit diesen unschönen Sachen in den Early Access kommt, dann sehe ich das als nicht gut an und nur als mittelmäßiges Survival-Spiel. Ich muss ganz klar sagen. Denn es gibt genug andere Survival-Spiele, die das besser machen, die bessere Mechaniken schon haben und die dann auch bugfrei sind. Ja, hier haben wir bisher einfache Mechaniken, die aber eben zum großen Teil auch noch verbuggt sind. Wie gesagt, sei es drum, es ist erstmal nur eine Demo und je nachdem, was die Entwickler, die Leute dort bei Toplets jetzt erreichen wollten mit dieser Demo, haben sie eventuell erreicht oder nicht, weiß ich nicht. Aber im Moment sieht mir das eher so aus, wir hauen das mal schon raus, um ein paar freie Tester zu bekommen, ne? Um ein paar Leute zu haben, die hier das für uns testen, kostenlos, ja, weil ich meine, die Sachen, die ich jetzt hier angesprochen habe in der Demo und so, das sind kostenlose Tests. Normalerweise müssen dafür Leute bezahlt werden, ne? Und was hier dann gemacht wird durch diese Demo ist halt, wenn jetzt genug Leute uns diese ganzen Fehler halt berichten, dann haben wir da kostenlose Tests und dann ist das schön und gut. Und gleichzeitig haben wir noch Aufmerksamkeit generiert durch dieses Spiel und so weiter und so fort. So sollte Spieleentwicklung nicht sein. Das ist für mich das falsche Zeichen, wenn man das so macht. Aber so, ja, hat es leider gerade so ein bisschen den einen Anschein hier in der Demo. Ne? Ich will niemanden das unterstellen. Für mich sieht es bloß leider gerade so aus. Und dieses Gefühl kommt einfach daher, weil diese Demo eben nicht vernünftig poliert rausgekommen ist, muss ich ganz klar sagen. Also, weil das sind ja grundlegende Geschichten, die ich jetzt angesprochen habe, die hätte man bei einem Test sofort mitbekommen und die hätte man dann abstellen müssen. Und dann hätte man halt einen Steam Next Fest später oder so diese Demo rausgebracht. Ist doch kein Hals- und Beinbruch. Naja, so, auf jeden Fall, das wollte ich kurz nochmal loswerden. Wie gesagt, wenn ihr die Demo spielt, sie ist ja weiterhin verfügbar, geht hier schön rechts diesen Gang lang, guckt euch nochmal den Bunker an und so weiter und so fort. Ihr könnt mir ja auch mal schreiben, woran es jetzt lag mit dieser Radiogeschichte, also mit den Funksprüchen, warum ich die nicht bekommen habe. Vielleicht hätte ich da wirklich bei irgendeinem der Händler noch ein Funkgerät kaufen müssen oder bräuchte da irgendeine Antenne oder so. Aber keine Ahnung, woran das jetzt lag. Und wie gesagt, geht nicht so wie ich da hinten in diese Höhle und da hinten in diesen Nebel, in diesen krassen, wo man dann minus 100 Grad hat. Das ist offensichtlich dazu da, dass der Spieler dort nicht mehr weiterkommt, als natürliche Grenze gedacht, die nicht so ganz natürlich ist, weil eben, wie gesagt, Alpha-Wände dort reingezogen worden sind, die einen dann blocken. Aber da soll man eben nicht weiter können und nicht weiterlaufen. So, ich könnte noch weitermachen. Es gibt lauter Kleinigkeiten, aber wie gesagt, das soll es jetzt gewesen sein. Es ist nur eine Demo und ich warte und schaue dann, was hoffentlich nächstes Jahr dann schon im Early Access passiert und was da dann für ein Spiel erscheinen wird. Und denke auch mal, dass die Entwickler bis dahin noch einiges verbessern können. Ja, das sollte es gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei wart. Und ja, falls ihr neu auf dem Kanal seid, gerne abonniert ihn. Wir spielen nicht nur solche Survival-Spiele, sondern auch andere, komplexere Games. Und falls ihr mehr vom Permafrost sehen wollt, auch von anderen Content-Creatern, dann liked natürlich gern diese Videos. Umso mehr wird euch das im Feed angezeigt. Wenn ihr hier irgendwelche Sachen von mir wissen wollt oder ja, auch jetzt Anregungen, Anmerkungen habt zu dem, was ich gerade gesagt habe, dann schreibt gerne in die Kommentare. Ich bin da auf jeden Fall immer relativ flott mit dem Beantworten und man kann da ja konstruktiv jetzt auch ein bisschen drüber reden, auch was ihr jetzt für Erfahrungen mit der Demo gemacht habt und wie euch das bisher gezeigte hier in der Demo gefällt und wie ihr das wahrgenommen habt. Gerne schreibt da Kommentare unter den Videos, dann werde ich da auch versuchen, schnellstmöglich zu antworten. Super, das soll es gewesen sein. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.